Einen wunderschönen guten Morgen aus Georgia. So sieht's aus. Gestern angekommen in Atlanta. Flughafen 10 Stunden Flug. Ich bin noch ein wenig gejetlaggt. Genau, dann wurde ich gestern abgeholt von meinen ersten Trail Angels, die ich auf Facebook kontaktiert habe. Vom Keith und von der Dana. Absolut coole Menschen. Die haben mich abgeholt, die haben auch für mich Gas gekauft hier schon und mit denen war ich dann beim Essen und haben viel gequatscht und war wirklich super und die haben mich dann nach Dahlonega gebraucht. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ein kleines Nest, wo mein Hotel ist. Hier bin ich jetzt da drin. Genau, jetzt warte ich auf mein Shuttle, das mich dann zu den Amicalola Falls bringt. Das ist draußen, es ist noch stockdunkel, es ist jetzt Ortszeit ungefähr kurz vor 7. Ja. Ne, Koffer ist gepackt, der steht hier hinter mir. Koffer sage ich schon. Mein Rucksack. Genau, ich will eigentlich nur noch los. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ich will da jetzt noch schön frühstücken oben irgendwie. So sieht es aus. Wie gesagt, draußen ist es stockdunkel. Ich gehe mal kurz einen Schritt raus hier. Das ist alles sehr gemütlich. Also ich habe das Gefühl, ich bin hier der Einzige, der hier am Start ist und sicher Auto stehen. Vielleicht schlafen die alle noch hier. Und ich denke, das wird so 7:30 oder so, wird dann mal die Sonne aufgehen, schön langsam. Ja, wird geil. Jetzt bin ich tatsächlich in den USA. Lang genug hat es gedauert, lange habe ich hingefiebert. Aber jetzt geht's los. Ich freue mich. Je nachdem, ich weiß nicht, wie viel ich filme, weil es ist ja doch ein bisschen limitiert hier. Ich meine, ich bin hier die nächsten 179 Tage, wenn alles gut geht. Dann habe ich da jeden Tag irgendwie was filmen oder so, das werde ich sehen. Aber ein bisschen so Videolog möchte ich eigentlich schon machen. So, es ist soweit. Ich bin jetzt an den Amicalola Falls, an dem Visitor Center, habe mich gerade registriert und mache mich jetzt auf den Approach Trail. Und es ist ziemlich reger Betrieb hier auf jeden Fall. Also gehen einige Leute gerade los. Schätzungsweise hat es gerade so um die 10 Grad. Ich freue mich, jetzt geht's los. Gerade noch eine Anweisung bekommen hier drin. Alles ziemlich schnell mit einem extrem krassen Südstaaten-Dialekt. Aber ja, ich sag mal, ich habe die Hälfte verstanden, das muss reichen. Genau, und dann geht's auch schon los. Genau, ich freue mich. Attacke. Nach einem etwas holprigen Start heute haben wir die ersten Höhenmeter hinter uns gebracht. Aber direkt schon mal wieder eine Pause eingelegt. Ich bin jetzt hier an der Lodge, weil ich halt mega Hunger habe. Ich brauche unbedingt noch was zwischen die Kiemen, bevor es richtig losgeht. Das Problem ist nur, die machen in einer halben Stunde, also das Frühstück ist schon vorbei, da bin ich zu spät dran. Aber die machen, also das Restaurant öffnet in einer halben Stunde, also jetzt dann in 20 Minuten. Und die Zeit nutze ich, mein neues Handy einzurichten, Apps zu downloaden, weil ich hier Free Wi-Fi habe und ja, und einfach noch runterzukommen, weil der Morgen war schon relativ nervenaufreibend. Im Walmart da, die ganze Scheiße mit dem Handy und so, also der totale Abfuck, aber mein Gott. Ein etwas holpriger Start, aber wenn ich mir das Panorama hier anschaue hinter mir so, das ist meine Hut für die nächsten 6 Monate, also zum Teil. So, ich kann aber noch nicht fassen, wo ich gerade bin. Dass ich nach all der Zeit endlich auf dem AT unterwegs bin. Das fühlt sich noch so unwirklich an irgendwie. Echt wahr. Also ich glaube, ich realisiere das erst die kommenden Tage, was hier eigentlich abgeht. Und machst du mal hier einen kleinen kurzen Schwenker. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit einfangen, was mich erwartet die nächsten Tage. Wahnsinn. Ja, habe mich jetzt endlich noch gestärkt. Amicalola Falls Lodge or whatever. Noch schön Buffet gefräst. Und war notwendig. Ich habe nichts gefrühstückt heute und nach dem Stress am Morgen war das echt angesagt. Und ja gut, war jetzt nicht ganz billig, aber reingehauen. Egal, hier ist auch die Devise, nimm mit, was du kriegen kannst. Jetzt habe ich erstmal ein volles Bäuchlein. Ja, bin jetzt wie gesagt wieder auf dem Approach Trail und habe noch etwa 7 Meilen vor mir, bis ich den Springer Mountain erreiche. Von da an beginnt hier die Kilometerzählung erst. Also ist ja alles erst noch Aufwärmphase hier.
Es ist schon ziemlich geil. Ich habe schon ein paar Schilder gesehen hier, Beware of Bears. Also man ist hier nie alleine. Ja, das sowieso nicht. Also es sind viele Leute unterwegs, weil der Trail ist halt schon auch sehr populär, muss man sagen, in den USA. Aber es macht ja nichts. Solange es keine Menschenmassen sind, wie sonst irgendwo beispielsweise auf Madeira zu finden waren, ist das ja alles überschaubar. Geil. Ich bin so excited, ich bin so aufgeregt, was hier die kommenden Tage auf mich wartet. Nice. So, bis dann. Klappe zu. Jetzt werden erstmal Kilometer geschrubbt. Also die nächste Ortschaft, die ist far away. Also wir sprechen noch von 10 Meilen vielleicht oder so, schätze ich jetzt mal. Aber es ist echt, macht schon Spaß hier zu laufen. Und du hörst und siehst wirklich nichts. Es ist dann alles noch ein bisschen, wie soll man das beschreiben, karg. Der Frühling hat sich noch nicht wirklich Einzug gehalten, also man sieht ab und zu mal, dass ein bisschen was durch die Erde kommt, ein paar Blümchen. Popping up, some flowers from the ground. Der kleine Mike auf dem Appalachian Trail. Das darfst du kaum erzählen. Geil. So, wir haben es geschafft. Tagesziel ist erreicht. Wir sind auf dem Springer Mountain. Ist kein Schwein da. Geile Scenery. Hier auf die Appalachen. Richtig nice. Jetzt geht's richtig los hier. Jetzt beginnen die weißen Blazes. So, grüß Gott again. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin nicht alleine, deswegen quatsche ich ein wenig leiser. Ja, wir sind ja heute bis zum Springer Mountain gekommen. Gott sei Dank. War eine schöne Wanderung. Aber ich muss sagen, es ist echt arschkalt, ne? Also ich bin schon froh, dass ich mal Fließjacke dabei habe und nur extra dicke, fette Winterjacke. Weil heute soll es echt anziehen, die Nacht soll richtig kalt werden. Ja, wir haben jetzt hier vorher noch gemütlich gegessen. Es sind noch 2 Kanadierinnen da und ein Inselaffe, Engländer. Und genau, jetzt zeige ich mal, wo wir das Essen verstauen. Also es ist hier so eine Bärenbox hier am Start. Da haben wir unsere Fressalien reingepackt, alle. Also alles, was irgendwie duftet und irgendwie noch was riecht. Das packen wir alles weg. Dann machen wir die Schotten hier wieder dicht. Zack. Der Bär ist nicht fern. Genau, hier ist zum Beispiel, ich habe schon den Namen schon wieder vergessen, ne? Der Inselaffe halt. Der lebt da hinten in seinem Zelt, der hat die Nummer 13. Ist ja wie im Hotel hier, ne? Also hat jeder seine eigene Nummer von seinem Campingplatz. So, hier lebe ich für heute, für die heutige Nacht. Haben wir uns aufgebaut, schon alles eingerichtet. Hier ist es auch relativ windstill, muss ich sagen, also man hört den Windschub pfeifen. Aber es geht, genau. Da werde ich mich jetzt auch reinmachen, weil es ist kalt. Und ich werde dringend noch ein bisschen Ausrüstung nachbereiten und dann geht die Sonne auch schon unter. Und dann geht es morgen weiter. Tag 2. Tag 1 ist sehr geil, so kann es weitergehen. Richtig nice. Bis morgen. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen from Springer Mountain. Und scheiße ist es kalt. Es hat die Nacht. Hier, vielleicht sieht man das. Hier. Alles Eis. Alles Eis. Die Nacht ging es runter auf 15 Fahrenheit, also 10 bis 15 Fahrenheit. Das sind ja, so minus 10 Grad. War eine zornige Nacht, muss ich sagen. Geschlafen habe ich immer so häppchenweise, aber dafür bin ich eigentlich recht fit. Ich verlasse jetzt auch den Springer Mountain Shelter und gehe zurück auf den Trail, um mal ein bisschen Temperatur zu kriegen hier. Meine Fresse. Das Zelt ist abgebaut, es war komplett gefroren, es ist immer noch komplett gefroren.
Das muss ich nachher mal auftauen. Das Geschäft heute Morgen auf den Plumpsklos hier war auch sehr frostig. Aber so ist es halt. Gehört dazu. Ich vorher kurz gestärkt. Ein paar Instant-Nudeln. Oh Gott! Ich sage ja, vor lauter Schwafel fällt es auf die Schnauze. Ein paar Instant-Nudeln reingeschippert. Und Wasservorräte aufgefüllt. Mit ein paar Leuten gequatscht, natürlich wie immer. Mit meinem besten Englisch, was ich halt zu bieten habe. Es läuft schon. So. Noch kein Bär in Sicht. Also ich habe noch keinen irgendwie nur ansatzweise gesehen. Aber ist schon schön, wenn man so einem Viech mal begegnet. Und das nicht face to face, ne? So ein bisschen far away from each other. Aber ich glaube, da sehen wir schon noch 1, 2, 3. So. Ja, nee, läuft. Die Bäume jetzt nicht wären so, ne? Hättest du hier das übelst geile Panorama über die Appalachen. Aber trotzdem, es ist so schön. Ist ja wie gesagt alles noch herbstlich hier. Aber das wird sich in den kommenden Tagen ändern. So, Tag 2 neigt sich dem Ende entgegen. Und wie das ausschaut, wenn man ein bisschen mehr los ist, das zeige ich euch jetzt. Ich bin hier, keine Ahnung wie das Gap hier heißt. Es ist brutalst überfüllt. Es sind ungefähr 1000 Zelte hier. Ich hatte so einen Schwein, dass ich noch einen Platz bekommen habe. Hier, durfte mich neben 2 Gentlemen noch mit meinem Zelt quasi, warte, ich zeige euch das mal, reinquetschen. Die 2 Mädels hier neben mir, die hatten nicht so viel Glück. Die liegen nämlich extrem abschüssig. Das wird eine richtig geile Nacht für die 2. Also ich glaube, ich werde morgen relativ zeitig hier aufbrechen, weil ich glaube, wenn die Sonne aufgeht, ist hier die Hölle los schon wieder. Es ist ein Privy am Start, also ein Scheißhaus, da stehen sie alle mal genüsslich an. Das macht extrem interessant und lustig. Hi. Aber im Großen und Ganzen haut es schon hin. Viele auch mit Hund unterwegs. Hier sind die nächsten 2. Da sind wieder 3. Also hier wird halt echt jeder Platz genutzt, das ist unfassbar. Genau, ich zeige euch mal kurz den Shelter, den wir hier haben noch. Also hier wird doch, das ist denen scheißegal, auch wenn die schief liegen, gell. Also ich habe das ja schon mal gemacht, also ich finde es nicht so geil. Aber zur Not frisst der Teufel Fliegen, gell. Da flacken ungefähr 10 Leute im Shelter, ist auch mega herrlich. Die machen ja gerade ihre Brotzeit. Kleine Feuerstelle hier, der Deutsche, der ist schon lustig. Er kennt sofort, wenn du Englisch laberst, dass du aus Deutschland kommst. Das ist schon cool. Ja, ist halt schon ein bisschen was los hier. Yeah, it's getting cold tonight. Ja, dem, der gerade vorbeigelaufen ist, mit dem habe ich auch ein paar Kilometer gedreht heute. Der war ein bisschen weiter hinter mir, der hat aber Gott sei Dank auch noch einen Platz gefunden. Also das ist krass. Wo du halt hinschaust, Zelte, Zelte, Zelte. Aber so ist es. Einen wunderschönen guten Morgen vom Appalachian Trail, Tag 3. Es ist ungefähr 7:30. Ich bin schon wieder on the way. Hoch motiviert. Die Nacht war deutlich angenehmer als gestern. Rund um die 0 Grad oder irgendwas wird es gehabt haben. Ich habe mich relativ zeitig dort vom Acker gemacht. War es noch stockdunkel. Aber mei, das war mir dann ein bisschen wurscht, ne? Wenn ich da ein bisschen Lärm gemacht habe, mein Zelt abgebaut habe. Weil jetzt wird es hell und jetzt stehen die alle auf und ungelogen, also ich sag mal 50 Leute da auf diesem Platz, safe. Und dann das Gewusel und dann stehst du wieder an einem Scheißhaus und ne, dann dachte ich mir, komm, da war es 6 Uhr morgens, habe ich schön langsam mein Zeug gepackt im Zelt. Schön leise natürlich. Und direkt Zähne geputzt, am Örtchen gewesen, Wasser aufgefüllt. Ja, jetzt bin ich wieder hier.
Ja, wie es heute abgeht, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht zum Neil's Gap. Oh, da im Zelt, Alter. Muss ich ein wenig leise reden. Ich habe keinen Bock, den aufzuwecken hier. Oh, ja, hier flacken nur Leute. Ganz leise sein. Hier. Da liegen sie noch und pennen, die Affen. Den Blärer loslassen. Macht euch raus hier. Nee, so gemeint sind wir nicht. So, hier. Hier geht's weiter. The White Blazes leads you the way. Howdy. So, es sind ungefähr 5 Meilen bin ich jetzt gelaufen und bin hier jetzt an dem Parkplatz und habe hier gerade mein erstes Trail Angel Event. Es sind 2 Leute, die haben den Trail auch schon gelaufen, die haben irgendwie was vorbereitet. Bei denen gibt es Kaffee, Banane, Chocolate. Say hello. Hey guys! Auf der anderen Seite auch 3 nette Menschen. Bei denen gibt es sogar selbstgemachte Pommes, French Fries. Okay. Self-made French Fries. Ja, es ist echt Wahnsinn, was die alles anbieten. Du kriegst alles gedeckt. Dir fehlt es an nichts. Du kriegst Chili, Gemüse, du kannst hier die Hände waschen, du kannst hier raspern, du kannst hier Kaffee saufen. Es ist echt geil. Cookies. Alles, was das Herz begehrt. Bin sprachlos. So kann es weitergehen. Und vor allem kommt es genau zur rechten Zeit, weil ich nichts gefrühstückt habe heute. Ich nähere mich mit langsamen Schritten dem Bloody Mountain. Das ist so mein angesetztes Tagesziel für heute. Ja, also man trifft hier auch Hinz und Kunz. Vorher eine wie schimpfen sie sich, Ridge Runner getroffen. Die laufen hier, was weiß ich, die Trails entlang. Die sind von der ATC, also von der Appalachian Trail Conservancy. Und mal, die klären halt so ein bisschen auf, ne? Wenn du Fragen hast, kannst du die fragen. War ganz nett, mit der ein bisschen gequatscht. Und habe ich noch ein paar andere Leute kennengelernt. Ist halt so, ne, die sitzen dann teilweise am Wegesrand irgendwie und die fangen dann sofort an mit dir zu quatschen. Da kommst du gar nicht drum rum. Also bei einem kleinen Hai oder so bleibt es meistens nicht. Und dann gleich gequatscht so, ja, wo kommst du her, wann hast du angefangen und pipapo. Also ja, ist halt auch Teil davon. Ist ja auch ganz schön. Also, ne, okay so. Dann mache ich mich jetzt hier, das ist alles noch relativ flach hier, aber jetzt kommt da noch ein Riesenberg, also ein schöner Aufstieg für mich, aber ich gehe ja sowieso lieber bergauf als bergab. Und dann einfach hoffen, dass da oben nicht so viel los ist. Ja, wir werden sehen. Ich werde berichten. Den Blood Mountain haben wir bezwungen. Waren jetzt ungefähr 400 Höhenmeter noch am Stück. Ging, aber die Sonne hat schon Kraft, muss ich sagen. Ich dachte, ich könnte hier voll Schluss machen und mich hier in den Shelter flacken oder irgendwo mein Zelt aufbauen. Aber Pustekuchen. Hier gibt es leider keine Wasserquelle. Das ist doof. Die nächste Wasserquelle ist 1,2 Meilen weiter. Die werde ich hier erreichen müssen, weil ich Wasser brauche. Und dann will ich da irgendwo mein Zelt aufschlagen. Und dann ist Neil's Gap gleich um die Ecke. Soweit wollte ich heute eigentlich gar nicht kommen, ne? Aber das ist halt so gespielt. Das ist jetzt 2:30.
Bin ich um 3:30 bei der Quelle oder irgend so um den Dreh. Aber ich merke es halt schon ein bisschen in die Knochen, muss ich sagen. Also ich wollte es eigentlich nicht übertreiben, aber ich brauche Wasser, das nützt nichts. Aber hier von dem Blood Mountain kann man so geil in die Ferne blicken. Jetzt ärgerlich, weil ich halt wirklich jetzt hier eigentlich Schluss machen wollte für heute, aber ich gehe weiter. Es muss weitergehen, ich brauche Wasser. Nur 1 Liter. Jetzt ist noch meine 2 Onion-Dinger da auf und dann geht's weiter. So, eine geile Hütte hier. Die ist halt hier oben auf dem Berg, ne, mit Stein auf Stein gemauert, was halt hier rumlag. Also ist schon geil. Logbuch habe ich mich gleich eingetragen natürlich. Das zweite auf dem Trail. So, jetzt trinke ich noch einen halben Liter Wasser und dann geht es wahrscheinlich bergab. Weil wo es nämlich bergauf geht, geht es in der Regel auch wieder bergab. Naja, ich melde mich, wenn ich irgendwo final jetzt bin, weil ich muss schauen, dass ich weiterkomme. Einen wunderschönen guten Morgen aus Neil's Gap. Tag 4, Donnerstag. 21. März, wenn ich mich recht erinnere. Hier war gestern Schluss. Das ist hier ein kleines, feines und monopolmäßig angehauchtes Outfittery Store und Hostel. Relativ überteuert, muss man sagen, aber dafür gibt es einen freien Kaffee heute Morgen. Das ist ganz geil. Ja, also ich bin angekommen und habe mir kurzerhand schnell ein Zimmer genommen, also hier Hostel schnell rein. Geduscht und habe halt gleich mal geguckt, ob meine Powerbank funktioniert und die ist natürlich komplett im Eimer gewesen. Also haben wir hier Powerbank neu gekauft, leider. Das haben wir auch Geld gelassen und gab es noch fette Pizza gestern, aber die war dringend notwendig. Aber es ist schon sehr teuer hier, muss man sagen. Aber es ist halt der einzige Outfit-Store im Umkreis von 50 Meilen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber sind alle ganz freundlich. Mega nett, ich bin hier mit dem Trevor unterwegs gerade heute. Heute lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen, also ich zumindest mal ein bisschen ruhiger angehen lassen heute. Der Tag gestern steckt leider doch ein bisschen in den Knien, muss ich sagen. Also der Bloody Mountain, der hat ganz schön gewummert. Und komischerweise ist es nicht mein eigentlich schon relativ schwaches Knie, sondern mein gutes Knie. Was ein bisschen schmerzt. Aber mein Gott, gehört halt dazu. Vielleicht war ich einfach mal zu schnell oder hab's einfach übertrieben. Das ist so krass. Hier an diesem Baum, ne, ich sehe das jetzt erst. An diesem Baum hängen hunderte Paar Schuhe. Hinter mir. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist halt hier das Markenzeichen von diesem Neil's Gap, ist mega bekannt. Als wären das Früchte, die am Baum hängen. Das ist saugeil. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist es 8:30 ungefähr. Ich trinke jetzt gemütlich meinen Kaffee aus. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Also so, für heute ist Schluss. Ich habe Low Gap erreicht nach ungefähr 12 Meilen. Also heute nicht so viel abgerissen, aber es reicht. Heute ist mal ein bisschen Schonung. 12 Meilen sind ja trotzdem ungefähr 18 Kilometer. Das reicht. Man muss sich einfach auch mal die Zeit nehmen zu chillen. Hier habe ich mich eingenistet. Hier ist mein Zelt. Schauen, wie viele Leute heute noch eintrudeln, aber ich glaube, das bleibt so. Also viele sind noch weitergegangen heute auch. Aber wie gesagt, Schonung heute ein bisschen. Morgen stehe ich zeitig auf. Vielleicht sehen, es fängt morgen Gott sei Dank nicht so früh an zu regnen. Also gegen Nachmittag soll dann schon auch ein bisschen Sturm und Wetter und je nachdem. Einen wunderschönen guten Morgen vom Appalachian Trail. Tag 5 steht ins Haus.
Aber bricht an. Zumindest wird es gerade langsam hell. Wir haben Low Gap verlassen. Nacht war angenehm, hat 10 Grad gehabt, also wirklich gut zu pennen. Bin zeitig aufgestanden, so um halb 6 oder so. Mein Zeug verräumt. Morgen Dusche erledigt. Kein Stau auf dem Privy. Herrlichst. So, ich gehe jetzt zur Unicoi Gap. Dort gibt es kostenloses Shuttle oder sowas in der Richtung. Oder ich trampe, hitchhike, weil ich gerne nach Helen möchte, wie schon gesagt, dieses bayerische Örtchen. Vorräte auffüllen und das sehe ich dann, wie es mal Knie geht. Ich merke es leider immer noch ein bisschen. Ob ich mir einen Tag Auszeit gönne morgen. Weil das bringt mir nichts, wenn ich hier mit dem angeschlagenen Knie rumstolziere. Dadurch mache ich es nicht besser. Lieber mal einen Tag richtig schön auskurieren oder halt pausieren. Ich glaube, dass das so schlecht nicht ist. Schwupps. So, ich bin's nochmal. Ja, kleine Geschichte erzählen von gestern. Neben mir haben sich 2 Mädels breit gemacht. Im etwas höheren Alter, also ich sag mal so zwischen 40 und 50. Die waren zur Luftlinie vielleicht 10 Meter von mir entfernt. Und ja, also habe mal gesehen, was der Trail so aus den Menschen macht. Absolut geil. Jetzt muss ich mir wieder ein bisschen leiser reden. Hier ist das nächste Zelt. Ey, die saßen da rum, ne? Und haben sich gefeiert, wie sehr sie doch stinken. Also im Englisch ist jetzt nicht das Größte und Beste, ne? Aber das habe ich auch selbst ich verstanden. Und dann haben die angefangen rumzupupsen und rumzurülpsen und hast du nicht gesehen, ne? Also ich dachte schon, wir Männer sind ein kleines Schweinchen, ne? Aber die 2, die haben den Bock abgeschossen gestern. Ich dachte, ich werde nimmer. Ich muss mich echt beherrschen in meinem Zelt. Noch ein bisschen gelesen hier, mein Reiseführer Blödsinn da. Dass ich nicht im Lachfleisch ausbricht. Alter Lachs. Naja. So ist es hier. Mal sehen, was man noch alles erlebt. Also so ganz einig sind wir uns noch nicht, wo dieser dämliche Laundry Service ist. Jetzt habe ich nochmal nachgefragt. Hey, we have to go there and after that you have to go there and then you are there. So ungefähr ist es mir erklärt. Der Regensburg. Der Regensburg. Ah ja, geil. Oh Gott, da kommen schon die ersten Wolken auf. Bevor es dann zu schütten anfängt, werde ich mich da wieder Richtung Hotel begeben. Ja, sicher. There it is. This is the place to be. The Landromat. Is it very busy so far? Hello? Nee, alles frei. Original. Da werde ich morgen mal hingehen, auf jeden Fall. Die Wäsche machen. So, jetzt gehen wir zurück ins Hotel. Einen wunderschönen guten Morgen aus Helen. Hinter mir seht ihr mein Hotel, das Red Roof Inn. Ich will jetzt mal kein Wort über die Hygienestandards hier, aber das sind wir Europäer wahrscheinlich einfach viel zu viel verwöhnt oder keine Ahnung. Ja, es ist schon nicht das sauberste. Ja. Ja, nachdem ich gestern hierher gefahren wurde von der D, war echt nett, ne? Also muss man echt sagen, war richtig cool. Nachdem kommen wir vorbei hier wieder im Scheißhaus. Guck mich alles so dumm an heute Morgen. Habe ich mich ja versucht,
habe ich ja versucht, ein etwas günstigeres Hotel zu finden, weil die Hostels alle voll waren. Und im Reiseführer stand ja irgendwie bei dem West Bloom Hotel, keine Ahnung, $50 die Nacht. Ne? Dann war ich bei diesem Hotel, dann grinste mich nur doof an. Ja, das Angebot oder diese Angebote, die gelten nur von Samstag und auf Sonntag irgendwie. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was würde es jetzt kosten? Da meint sie so, ja, für 2 Nächte $420, without taxes. Ja, was? 420 $? Für 2 Nächte in deinem Kapuff da unten? Das ist ja wohl nicht dein Ernst? Ja, hier geht es schon wieder runter, ne, in dem Kaff. Das ist nur ein kleines Städtchen, aber hier ist ein Betrieb, das ist so unfassbar. Ja, auf jeden Fall habe ich eines der günstigeren Hotels hier gefunden. Kostet mich jetzt die 2 Nächte irgendwas mit $290 without taxes. Also mit Steuer bin ich hier locker flockig bei $320. Für 2 Nächte, also das mache ich nicht oft. Also war jetzt echt eine Ausnahme, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, irgendwo anders hin zu trampen noch und so. Naja, muss ich halt jetzt in den sauren Apfel beißen. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Laundromat. Bin dann mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe hier mein Wäschepack dabei, weil ich Wäsche machen möchte, weil die schon ein bisschen anders duften als wie noch vor 5 Tagen. Komischerweise. So, willkommen im amerikanischen Laundromat. Es wird extrem abenteuerlich. Also, man kennt es halt einfach nur vom Fernsehen. Also überall hier sind die fetten Waschmaschinen. Die noch dickeren Dinger hier, ist der Trockner. Du stehst erstmal hier als Europäer, als Deutscher und schaust erstmal blöd. Gott sei Dank war noch ein Herr da, der mich kurz ein bisschen beraten hat, was ich zu machen habe. Also, ja, natürlich keine Coins dabei, weil Coins haben natürlich Gewicht, das sparen wir uns immer. Aber hier brauchst du Coins. Exchange, hier, Scheinchen rein, Coins raus. Da hast du die Coins. Dann geht's weiter. Sieht wie ein Zigarettenautomat hier. Da wusste ich natürlich nicht, was soll ich nehmen. Kannst du einmal Tücher für den Trockner kaufen, habe ich gemacht, weil einmal war ich falsch dran. Und einmal normales Waschpulver und so weiter und so weiter. Dann kommen hier in diesen Slot 4 Quarter rein, $4. Dann kriegst du dein Waschmittel. Meine Wäsche ist mittlerweile schon am Start, die läuft hier. There it goes. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Er hat mir empfohlen, weil ich halt Wolle dabei habe, also Merino-Wolle schön auf kalt zu stellen oder auf kalt zu lassen. Das macht ja auch Sinn. Es ist halt nur die Frage, wie lange das jetzt dauert hier. Genau, wenn finish, dann werde ich mal sehen, ob ich den Trockner noch irgendwie benutze, weil jetzt habe ich hier die dämlichen Trocknertücher auch schon gekauft, aus Versehen. Und dann sind wir fertig mit der Wäsche heute. Naja, aber läuft. Und das Wäsche schon mal abgehakt und wir wissen, wie das funktioniert. Ja, man lernt nie aus, ne?